Schon interessant, dass Henrik Wüst auch nochmal nach dem Statement des Kanzlers gesagt hat, es muss jetzt was passieren. Die Leute erwarten was und der Kanzler hat ja angekündigt, dass er also auch schnell das Waffenrecht verschärfen will. Gerhard Sebald ist zu uns ins Studio gekommen. Gerhard, wenn man sich das anhört und der Kanzler tut jetzt so, ja, nicht mehr reden, handeln, handeln, handeln. Aber dieses Behördenversagen hast du nochmal zusammengefasst, weil der Teufel steckt mal wieder im Detail. Es ist ganz genau so und es war auch spannend, was Henrik Wüst, der Ministerpräsident von NRW, hier gesagt hat, weil der hat schon angedeutet, was schiefgegangen ist. Und zwar geht es hier um Rückführung innerhalb Europas. Und vorab, um das vorwegzunehmen, der Attentäter, der Terrorist, der hätte abgeschoben werden müssen. Und es gab dafür auch schon einen Termin. Und es ist trotzdem nicht passiert. Und er ist in Solingen in einem Flüchtlingsheim gelandet. Und ich werde jetzt mal versuchen zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Dafür habe ich jetzt erstmal ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar zeigen diese Bilder, wenn das Video jetzt losgeht, das Flüchtlingsheim hier in Solingen. Das ist der letzte Aufenthaltsort eben des 26-jährigen Syrers, bevor er eben dieses Attentat, diesen Terroranschlag durchgeführt hat. Und die Frage ist, wieso konnte er da eigentlich sein, wenn es doch eigentlich hieß, er sollte abgeschoben werden. Dafür macht es Sinn, sich mal anzuschauen, wo er eigentlich herkam und wie er nach Deutschland gekommen ist. Er ist nämlich das erste Mal hier registriert worden, und zwar in Bulgarien. Und er ist dort vermutlich über den Landweg gekommen, aus der Türkei rüber und von dort dann eben illegal nach Deutschland weiter und dann zunächst nach Paderborn. Dort in Paderborn, ist er dann das erste Mal in Deutschland aufgetaucht. Dann wurde eigentlich schon festgestellt, er war ja zuerst hier. Das heißt, da hat er die EU betreten, dahin muss er auch wieder zurück. Das ist einfach EU-Recht, das sind die Dublin-Verträge. Da, wo jemand einreist in die EU, muss er auch Asyl beantragen. Das heißt, es war eigentlich alles in trockenen Tüchern. Es war gesagt, er wird innerhalb der EU zurückgeführt. Doch es ist am Ende nicht passiert. Und warum? Da habe ich jetzt mal so eine Art Zeitstrahl mitgebracht auf der nächsten Grafik, warum er eben nicht zurückgeführt wurde. Diese Abschiebung wurde nämlich im Frühjahr 2023 bereits geplant. Da hieß es dann schon, okay, wir schieben ihn zurück ab innerhalb der EU. Er wird dann auch aufgesucht, beziehungsweise es wird versucht, ihn aufzusuchen. Allerdings funktioniert es nicht, weil er ist nicht anzutreffen in seiner Flüchtlingsunterkunft. Was passiert? Die Behörden, die gehen wieder weg und machen gar nichts. Es wird kein weiterer Rücküberstellungsversuch gestartet. Und das ist wichtig, dass kein weiterer gestartet wird, weil das der Grund am Ende ist dafür, dass er in Deutschland bleiben darf. Die Überstellungsfrist, die läuft nämlich ab. Das sind 6 Monate. Und wenn die abläuft, dann kann ein Asylbewerber eben in Deutschland dann und eben nicht beispielsweise hier in Bulgarien seinen Antrag stellen. Das heißt, plötzlich ist dann doch Deutschland für den Asylantrag verantwortlich. Er bekommt dann nämlich diesen sogenannten subsidiären Schutz. Das ist zwar kein Asylrecht im klassischen Sinne, aber es bedeutet, dass er erstmal in Deutschland bleiben darf. Das Spannende daran ist, dass die Verlängerung der Frist um 1 Jahr versäumt wurde. Das heißt, man hätte auch sagen können, 1 Jahr wird diese Überstellungsfrist verlängert. Das hätte passieren können, wenn sie 2- oder 3-mal versucht hätten, ihn anzutreffen und dann gesagt hätten, okay, er ist abgetaucht, er versteckt sich quasi. Das heißt, wir verlängern diese Frist, wir können ihn länger abschieben. Das ist aber nicht passiert. Er wurde einmal aufgesucht, er war nicht da und dann ist die Frist ausgelaufen, er durfte in Deutschland bleiben. Das ist diese Zeitachse. Und auf der nächsten Grafik bringe ich noch mal mit und zeige, dass das kein Einzelfall ist. Vor allem in diesem Fall, wie das eben auch der Attentäter aus Solingen gemacht hat. Und zwar gab es über 7.732 sogenannte Übernahmeersuche an Bulgarien. Das heißt, bei fast 8.000 Menschen hat Deutschland gesagt, wir sind nicht verantwortlich, ihr müsst zurück nach Bulgarien und hat dann bei Bulgarien angefragt, wir wollen euch diese Menschen zurückführen. Es ist allerdings im Jahr 2023 nur zu 266 Rückführungen nach Bulgarien gekommen. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch sein, dass Bulgarien sagt, nein, wir wollen diese Menschen nicht zurücknehmen aus verschiedenen Gründen. Aber es kann eben auch sein, dass diese Leute einfach nicht anzutreffen waren und deswegen nicht dorthin innerhalb der Europäischen Union zurückgeführt werden. Und das kommt, wie gesagt, öfters vor. Und das sehen wir, der Attentäter, der Terrorist, der 26-jährige Syrer aus Solingen, der ist in diesem Fall eigentlich kein Einzelfall.
Genau, und das hatten wir ja gehört, das hat Henry Wüst gesagt und Sie wollen das jetzt aufklären und Sie wollen vielleicht genau an diese Probleme ran, weil Sie sagen, die Behörden, die sind da teilweise überfordert, weil es eben so viele Fallstricke gibt. Ja, da muss man dringend an den Details, an der Umsetzung arbeiten, denn ich meine, an sich wäre es so einfach, nach den Dublin-Regeln das zu machen, aber wenn man dann wirklich nur einmal klopft, um jemanden mitzunehmen, dann läuft da wirklich irgendwas ganz massiv falsch. Ja, aber das war ja auch interessant, dass der Bundeskanzler sich jetzt wieder hinstellt und sagt, dass wir mehr Abschiebungen gehabt haben, 30% im Vergleich zum Jahre 2021. Also es ist jetzt wieder genau alles im Detail, wo sich die Politiker streiten werden. Aber Gerrit, danke für all diese Zahlen und diese Übersicht.